Hallo, willkommen beim 1000 Wecker Report. Heute mit dem Thema Silberpreisausbruch ist der Schlüssel für Goldaktienrallye. Disclaimer: Silberpreisausbruch ist der Schlüssel für Goldaktienrallye. Silber hält sich über 23 Dollar, während Gold weiter gedrückt wurde. Das ist ein gutes Zeichen, dass Silber an Stärke gewinnt und damit das Gold-Silber-Ratio aktuell 85 weiter nach unten geht. Wenn Silber in Kürze die 24 Dollar knackt, könnte der Weg für 30 Dollar oder mehr in den nächsten Monaten frei sein. Unser erstes Ziel sind 36 bis 37 Dollar, ein ca. 50% Anstieg und Gold plus 10% bei ca. 2200 Dollar mit einem Gold-Silber-Ratio von ca. 60. Ab dann wollen alle das Alltime-Hoch von 1980 und 2011 wieder sehen, denn entgegen der Preisentwicklung von Gold ist Silber immer noch über 100% von seinem Alltime-Hoch entfernt. Wie schon oft angedeutet, sehen wir in dem Silberpreisanstieg einen Schlüssel für die Goldaktienrallye, die bisher ausblieb, obwohl Gold bereits um die 2000 Dollar pendelt. Zwar gab es schon zwei Anläufe im Jahr 2016, 2020, aber jedes Mal wurde der Goldaktienbully wieder ausgestoppt, weil Silber nicht über die 30 Dollar hinaufsteigen durfte. Jetzt dürfte es aber endlich soweit sein und dann steigen die Goldminen auf unvorstellbare Höhe. Natürlich sollte man nicht warten, bis Silber die 30 Dollar geknackt hat, denn schon bis dahin dürften sich die Goldaktien bereits ver verzwanzigfacht haben. Das heißt, vom jetzigen Niveau aus bis zur Spitze sind dann sogar bis zu Hundertfachung möglich. Ja, aufgrund dieser absolut extremen Tiefe dieser Goldaktien ist sowas möglich. Und Silber ist dann sozusagen der Katalysator. War es auch in der Vergangenheit, immer wenn Silber stark ausgebrochen ist, nach oben eruptiert ist, war das der Treibstoff für Goldaktien. Und im Allgemeinen sind nachher Silberspikes am Ende. Wir denken ja, wir gehen jetzt bis 37 und dann nach einer Korrektur vielleicht nochmal höher. Immer wenn Silberspikes sind das eigentlich Ausstiegssignal für Goldaktien gewesen. Oder eben andersrum, wenn Silber eben überproportional billig ist, sind es eben Einstiegskurse für Goldaktien gesehen. Also Silber und Goldaktien, beziehungsweise Silber und Silberaktien, dieser beiden Anlegerklassen offensichtlich korrelieren sehr stark. Ja, hier nochmal ein Silberprojektgenerator aus dem Yukon. Also das Unternehmen hat mehr als 40 Gold-Silber-Projekte im Yukon, Nevada, Northwestern Territory in Nunavut. Das Projekt Silver Range, 1000 Quadratkilometer, befindet sich in einem Gebiet mit außergewöhnlicher Infrastruktur in der Nähe Stadt Faro, Yukon. In den 1970er und 1980er Jahren war Faro der Standort der größten Blei-Zink-Tagebaubetriebes in Kanada und zeitweise der drittgrößten Zinkproduzent der Welt. Silberreiche Mineralisierung in einer geologischen Umgebung mit starken Parallelen zum bolivianischen Zinngürtel. Eine erstklassige Adresse für weltweite Silbervorkommen. 38,7 Millionen Unzen Silber, 30 Gramm pro Tonne mit starken Beiprodukten Kupfer, Zink, Blei. Die Zone Hammer ist ein epithermales Adersystem in einem hohen Silbergehalt, das Ende 2011 entdeckt wurde. Es befindet sich nur 12 Kilometer von der Mühle und der Mühlenstandort Faro entfernt. Hochgradige Gesteinsproben mit Gehalten von 1420 bis 16.985 Gramm pro Tonne Silber wurden über eine Streichenlänge von 350 Metern. Also extrem hochgradiges Silber. Und das Ganze eben im Yukon, sage ich mal, nicht in Mexiko, nicht in Südamerika. Das könnte dieser Aktie wirklich Auftrieb geben, weil solche Projekte sind schlicht und einfach aufgrund des wesentlich geringeren politischen Risikos sehr attraktiv. Es gibt in Nordamerika nur wenige reine Silberprojekte mit derartig hochgradigem Gehalt. Sie sehen es meines Erachtens jetzt hier auch Ausbruch kürzlich. Und die Aktie ist weiter und steigt weiter und dürfte bald dann auch ihr altes Hoch von der letzten Goldrallye 2020, 2021 hier bei circa 30 Cent erreichen.
Also sehr interessant und stellen Sie sich vor, es kommt wirklich zu einer Silberrallye, wo diese Aktie hingehen kann. Auch hier das unten nochmal die letzten ähm, Bohrung hier, das ist, glaube ich, eine Meldung aus Februar, 15. Februar, 31 Gramm pro Tonne Gold und 2590 Gramm pro Tonne Silber auf dem Thule Canyon Projekt Esmeralda County in Nevada. Wie gesagt, sie haben 40 Gold- und Silberprojekte. Yukon hatte ich gerade erzählt, da sehen Sie diese riesigen Silbergehalte. Das ist hier Nevada, hat einfach unglaubliche Assets und das Ganze kostet 10 Millionen. Marktkapitalisierung nicht viel. Die Formel rechnet einen theoretischen Potenzialfaktor von 150. Das soll also heißen, hinsichtlich des Grad des Silbers, Grad des Länderrisikos und der Anzahl der Unzen und im Verhältnis zur Marktkapitalisierung kommen wir auf einen theoretischen Potenzialfaktor von 150, wenn Silber auf 50 $ steigen sollte. Wie gesagt, ist eine reine theoretischer Potenzialfaktor. Wir vergleichen somit die verschiedenen Aktien hinsichtlich ihres Potenzials. Nichtsdestoweniger, ist ein sehr interessantes Unternehmen mit riesigen Ressourcen in sicherem Rechtsgebiet. Das sollte man sich auf alle Fälle mal ansehen. Wie immer ist es natürlich keine Empfehlung, sondern einfach mal wollte ich Ihnen aufzeigen, was für attraktive Werte wir im Augenblick noch am Markt zu finden sind und das bei relativ hohen Gold- und Silberpreisen. Aber wie bereits gesagt, es hängt eben viel an Silber. Silber hängt nach. Wenn Silber das aufholen sollte und möglicherweise beschießen solle, haben wir die Gold- und Silberaktienrallye des Jahrhunderts. Daran hängt das und deshalb ist es bis jetzt ausgeblieben. Also achten Sie auf den Silberpreis. Ja, der Goldaktienbullmarkt der 1970er Jahre war ganz extrem. Dort sind viele Aktien, Sie sehen es oben in den Beispielen, von 15 oder 20 Cent auf 10, 20, 30, 40 $ gestiegen. Gar nicht selten konnte man aus 1000 $ eine Viertelmillion machen. Weiterhin erstaunlich ist, unten sehen Sie eine Grafik, Verhältnis Goldaktien Gold. Und Sie sehen, dass die Goldaktien 1996 eigentlich sinken und erst jetzt so die letzten Jahre den Boden gefunden hat. Das könnte schlagartig wieder aufgehoben werden, diese Unterbewertung, und dann könnte es mit einem riesigen Run Richtung Medien geben oder drüber hinaus. Und das würde ich als die größte Goldaktienrallye des Jahrhunderts bezeichnen. Ja, generell, wie man investieren sollte in diesen Phasen. Das Problem ist, wir haben derartig viele Ungleichgewichte im Markt. Das ist die Schuldenkrise, die eigentlich alles überdeckt. Wenn die abgebaut wird, wenn die hochgeht, haben wir es mit einer enormen Implosion aller Vermögenswerte zu tun, außer natürlich Gold und Silber, wo die meiste Energie reingeht. Das kann im Vorfeld dazu führen, dass eben es zu einer Gold- und Silberaktienrallye kommt, wie in den 1970er Jahren oder in dem Fall jetzt, das ich hier gezeigt habe, in den 1960er Jahren. Damals als der Silberpreis von 1,30 $ Anfang der 60er Jahre aufgegeben ist und auf 5 $ hochgelassen worden ist, haben sich eben viele Aktien hier in dem Beispiel um das 160-fache erhöht und eine sogar auch um das 1000-fache. Einfach nur, weil der Silberpreis hochgeht. Also was Ähnliches glauben wir, das bevorsteht und damit auch eine ähnliche ähm, äh, Gold- und Silberaktien-Rallye wie hier beschrieben. Das ist das Unglaubliche. Und Sie wissen ja auch, diese Gold- und Silberaktien sind im Verhältnis zu Gold und Silber dramatisch unterbewertet, so wie es nie in den 1960er Jahren war. Also wir können uns auf einiges einstellen. Das Ereignis 2 wäre dann der finale Punkt der Gold- und Silber-Rallye ist dann möglicherweise bei 8.000 $ heutige Kaufkraft und bei Silber irgendwo ein Wert zwischen 200 und 400 heutige Kaufkraft. 1980 konnte man für 500 Unzen Silber ein ganzes Haus kaufen. Das könnte sich wiederholen, wird vielleicht sogar noch unterboten. Also, dass man für weniger Silber ein Haus kaufen muss, aber das ist reine Spekulation. Das sind natürlich die Spike-Preise, ne? Das hält nicht lange an. Diese Preise, sobald das Währungs- und Finanzsystem sich stabilisiert, werden mit Sicherheit implodieren. Und bevor das passiert, müssen wir eben solche Häuser eben kaufen, beziehungsweise eben auch top
Aktien und Aktienfonds, die dann übrig geblieben ist. Hätte man das 1980 gemacht, seine Goldaktiengewinne in Berkshire Hathaway oder anderen Top-Fonds oder Top-Aktien investiert, hätte man 20 Jahre inflationsreihe Aktienanstiege gehabt mit Dividenden und alles. Also Berkshire Hathaway stieg dann von 1980 bis zum Jahr 2000 um das 200-fache. Also so leicht kann es sein. Wir maximieren Gold und Silber in ein Wort gesagt, unseren Bestand an Gold, mit Goldaktien, unseren Bestand an Gold und Silber, einfach weil wir uns etwas von einer möglichen systemischen Krise schützen müssen. Wir können also nicht einfach im Bankensystem bleiben und dann die Assetklasse wechseln. Das könnte schiefgehen. Deswegen müssen wir mehr physisches Gold haben. Aber es wird eben dafür auch dieser Punkt kommen, dass normale Standardaktien aufgrund dieses systemischen Risiko auch noch viel billiger werden als 1980. 1980 konnte man für eine Unze Gold ein DAU erwerben. Diesmal kriegt man möglicherweise 2 oder 4 DAU oder was auch immer davon übrig geblieben. Das heißt, darin liegt dann wiederum auch eine Chance, eben aufgrund des erhöhten Risikos. Ja, wenn man diese Ereignisse sich davon nicht überrennen lässt oder davon Opfer wird, wenn man diese Ereignisse für sich multipliziert, so ist rein theoretisch sowas hier möglich. Also Sie investieren $200 in zum Beispiel Goldaktien, die im Schnitt das 25-fache steigen, kaufen Sie mehr Gold und Silber davon, da erhöht sich vielleicht die Kaufkraft um das Vierfache. Und ab irgendwie diesen Maximalpunkt kaufen Sie eben Häuser oder eben Topfonds oder Standardaktien, die sich eben zum Beispiel 1980, 2000, als der Inflationsboom vorbei war, mindestens verfünfzigfacht haben. Das Ganze führt tatsächlich zu einer Million heutiger Kaufkraft. Und das Schöne ist, man kann, wenn man das Ereignisketten nennt, man kann mehrere von diesen Ereignisketten aufsetzen. Man kann das verteilen auf verschiedene Goldaktien, ständig investieren, alles mit der Absicht, langfristig diese Art von Kaufkraft zu erhalten. Man wird das natürlich nie punktgenau treffen, aber letztendlich, wenn man ehrlich ist, müssen nur 1 oder 2 Investmentketten davon passen. Und man ist gut dabei. Und so muss man das vielleicht sehen. Und so wird man diesen enormen Risiko und dieser enormen Unsicherheit und diese enormen Nichtvorhersagbarkeit, kann man sich dem annähern, sodass man zum Profiteur dieser Verhältnisse wird. Ja, 1000-Bäcker-Report. Wir versuchen eben diese Goldaktien, Silberaktien zu identifizieren, nach moderaten und hohen Serienrisiko einzuteilen, den Potenzialfaktor zu errechnen. Exit-Strategie für den Aufstieg haben wir auch entwickelt. Der Einlage von Gold und Silber, dass ein Unternehmen zu jeder Zeit an Gold und Silber kommt, eine Überweisung, schon ist das Metall zollfrei Lager in der Schweiz eingelagert, genauso leicht ist der Verkauf. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat, vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie keine neuen Videos verpassen, vielleicht aber auch ein Like geben, das würde mich helfen, diesen Algorithmus bei anderen potenziell an diesen Themen interessierten YouTube-Zuschauer, also da wird das Video quasi denen vorgestellt sozusagen. Und ja, nochmal ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.